Morning, we are still in John 15 because it's a long chapter. Guten Morgen, wir sind immer noch in Johannes 15, denn es ist ein langes Kapitel. Verse 14 says, Vers 14 sagt, You show that you are my intimate friends when you obey all that I command you. Ihr zeigt, dass ihr meine innigen Freunde seid, wenn ihr alles befolgt, was ich euch gebiete. Now remember, Denk daran. Jesus did not say you show that you are my intimate friends if you obey the 613 laws. Jesus sagte nicht, ihr zeigt, dass ihr meine innigen Freunde seid, wenn ihr alle 613 Gebote haltet. No. He said what I commanded you. Nein. Er sagte, was ich euch gebiete. And in the context, he commanded them to walk in love. Und im Kontext gebot er ihnen, in Liebe zu leben. You know, intimate friendship always has to do with love. Innige Freundschaft hat immer mit Liebe zu tun. How can you say to Jesus, who loves you so deeply, I want to have intimacy with you, but I don't really want to love people? Wie kannst du zu Jesus, der dich von Herzen liebt, sagen, ich möchte Intimität mit dir, aber Menschen will ich nicht wirklich lieben? You know, it has to be one of the top 5 questions that people ask me. Es muss wohl eine der 5 häufigsten Fragen sein, die Leute mir stellen. Reinhard, how can I have an intimate relationship with Jesus? Reinhard, wie kann ich eine intime Beziehung mit Jesus haben? You know, and if you really think about it, here's what Jesus has told us. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, hat Jesus gesagt, If you want to be his intimate friend, then you have to obey what he commanded, which is to walk in love. wenn du sein inniger Freund sein möchtest, musst du das befolgen, was er geboten hat, nämlich in Liebe zu leben. So the more we learn to actually drink his love and walk in love, the more our intimacy with him increases. Je mehr wir also lernen, seine Liebe zu trinken und darin zu leben, desto mehr wächst unsere Intimität mit ihm. You know, for me, an intimacy with Jesus or a life without an intimacy with Jesus doesn't even make sense. Für mich macht ein Leben ohne Intimität mit Jesus überhaupt keinen Sinn. You know, for me, just to like walk in a natural way in this intimacy is one of the most satisfying things. Es erfüllt mich mit am meisten, ganz natürlich in dieser Intimität zu leben. Religion has robbed us of this. Religion hat uns dessen beraubt. Religion has filled us with the millions of rules of regulations and we have no more intimacy. Religion hat uns mit Millionen Regeln und Gesetzen gefüllt und wir haben keine Intimität mehr. You know, the Bible is such a wonderful book. Die Bibel ist so ein wundervolles Buch. And I meet so many Christians that don't want to read the Bible anymore because it's become religion. Und ich treffe so viele Christen, die die Bibel nicht mehr lesen wollen, weil sie zur Religion wurde. Because they've been told to have to read so many chapters a day. Denn ihnen wurde gesagt, du musst so und so viele Kapitel am Tag lesen. Praying is such a wonderful thing. Gebet ist etwas Wunderbares. But I know so many people who don't have a prayer life. Aber ich kenne so viele Christen, die kein Gebetsleben haben. Because the whole prayer life has been a religious duty. Denn ihr ganzes Gebetsleben war eine religiöse Pflicht. And we can go about all the aspects of the Christian life like this. Und so können wir die ganzen Aspekte des christlichen Lebens durchgehen. You know, people don't like to share the gospel anymore because it's been religious duty. Leute geben nicht gern das Evangelium weiter, weil es zu einer religiösen Pflicht geworden ist. And the intimacy has been taken out of our Christian life. Und Intimität wurde aus unserem Christenleben entfernt. It's time to come back to true intimacy with Jesus. Es ist Zeit, zu wahrer Intimität mit Jesus zurückzukommen. How do we do that? By simply learning to walk in love. Wie machen wir das? Indem wir lernen, einfach in Liebe zu leben. So the more you make this a goal of your life, Je mehr du das ein Ziel deines Lebens machst, to truly obey his commandment, which is to be loved by him and then to walk in love, wirklich sein Gebot zu halten, was bedeutet, dich lieben zu lassen und dann in dieser Liebe zu leben, the more your intimacy with him will very naturally grow. It'll be like a side effect. wird deine Intimität mit ihm ganz natürlich wachsen, fast wie ein Nebeneffekt. Look what he says. Schau, was er sagt. I have never called you servants, Ich habe euch nie Diener genannt, because a master doesn't confide in his servant. denn ein Meister vertraut sich seinen Dienern nicht an. And servants don't always understand what the master is doing. Und Diener verstehen nicht immer, was der Meister tut. It's interesting. Jesus called himself a servant, but he didn't call them servants. Es ist interessant, dass Jesus sich selbst als Diener bezeichnete, aber sie nannte er nicht so. No, he said, the Son of Man has not come to be served, but to be a servant. Er sagte,
Der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ein Diener zu sein. In the wider context of this chapter, in John chapter 13, he was the biggest servant that washed the feet. Im erweiterten Kontext dieses Kapitels, in Johannes 13, war er der größte Diener, der ihnen die Füße wusch. But he's trying to make an important point here to them. Doch er versucht ihnen hier einen wichtigen Punkt zu vermitteln. That servants and masters don't have an intimate relationship. Dass Diener und Meister keine intime Beziehung zueinander haben. And though while we serve Jesus, Obwohl wir Jesus dienen, but we have to understand it's not a servant-master relationship, it's an intimate relationship. müssen wir verstehen, dass es keine Meister-Diener-Beziehung ist, sondern eine innige Beziehung. Think about marriage. Denk an die Ehe. If you have a true intimate marriage relationship, one will serve another. In tiefen, innigen Ehebeziehungen wird einer dem anderen dienen. But it's intimacy, it's not servant-master. Aber es ist Intimität und nicht Diener und Meister. Look how Jesus continues. Schau, wie Jesus fortfährt. He says, but I call you my most intimate and cherished friends, Doch ich nenne euch meine innigsten und geschätzten Freunde, for I revealed to you everything that I've heard from my Father. denn ich offenbare euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe. Look, something else is in here. Schau, was hier noch drin steckt. Revelation has to do with intimacy. Offenbarung hat mit Intimität zu tun. You know, so many people want to have one more revelation from God, one more prophetic word, one more insight from God. So viele Leute wollen noch eine Offenbarung von Gott, noch ein prophetisches Wort, noch mehr Einsicht. They live in a technical relationship and trying to chase revelation. Sie leben in einer formalen Beziehung und versuchen, Offenbarungen nachzujagen. But you know, these revelations become dead revelations. Aber diese Offenbarungen werden zu toten Offenbarungen. I know so many people who have so many revelations, so to say, but yet it's all dead. Ich kenne viele Leute, die so viele sogenannte Offenbarungen haben, doch die sind alle tot. They can quote every Bible verse you can think about of any given subject. Sie können jeden Bibelvers zu jedem genannten Thema zitieren, But it's not revelation that comes out of intimacy. aber es ist keine Offenbarung auf Grundlage von Intimität. But look, there's another thought in here. Es gibt aber noch einen weiteren Gedanken hier. He said, you are my most intimate and cherished friend because I revealed to you what I've heard from my Father. Er sagte, ihr seid meine innigsten und geschätzten Freunde, denn ich offenbare euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe. Reinhard, teach me to hear the voice of Jesus. Reinhard, lehre mich die Stimme von Jesus zu hören. Teach me to hear the voice of God. Lehre mich die Stimme Gottes zu hören. What are the secrets? Eines der Geheimnisse Intimacy. ist Intimität. You know what? There is no way that if you live an intimate love relationship, you're not going to hear him. Es ist unmöglich, dass du in einer innigen Liebesbeziehung mit ihm lebst und ihn nicht hörst. We must never try to get revelation on a technical, intellectual level. Wir dürfen niemals versuchen, Offenbarung auf intellektuelle, technische Weise zu erhalten. That's a dangerous thing. Das ist etwas sehr Gefährliches. That's when even the revelation becomes dangerous. Dann wird sogar die Offenbarung gefährlich. The revelation has to come out of intimacy because he reveals it to you. Offenbarung muss aus Intimität entstehen, weil er es dir offenbart hat. Do you know, there are certain things I only share with some very, very, very close, intimate friends. Es gibt bestimmte Dinge, über die ich nur mit sehr, sehr wenigen engen Freunden rede. But on the other hand, I don't have any secrets from my close, intimate friends. Doch auf der anderen Seite habe ich auch keine Geheimnisse vor meinen innig vertrauten Freunden. So my friend, don't chase revelation, chase intimacy. Mein Freund, jage also nicht Offenbarungen nach, sondern Intimität. And revelation will be the natural thing. Und Offenbarung wird etwas Natürliches sein. See you tomorrow. Bis morgen.